Wie groß ist ein Penis normalerweise? Das ist eine Frage, die ihr mir total oft stellt, beziehungsweise es sind dann so Fragen, welche Penisgröße ist normal, ist mein Penis in Ordnung, der ist so und so lang und sowas alles, ja? So, deshalb beschäftigen wir uns heute mit Penisgrößen. Und generell ist es wichtig, dass ein Penis erst dann ausgewachsen ist, wenn ihr aus der Pubertät raus seid. Das heißt, Jungs sind im Durchschnitt so mit 17, 18, 19 Jahren aus der Pubertät raus. Bis dahin kann der auch noch wachsen. Das heißt, wenn ihr in der Pubertät mit 14 irgendwie euren Penis messt, dann werdet ihr feststellen, der ist so und so lang. Das ist aber dann nur die aktuelle Länge. Ja? Also der kann durchaus noch länger werden. Und an der Stelle, wo ihr aus der Pubertät raus seid, das sind manche mit 16 und manche mit 20 und im Durchschnitt eben mit 17, 18, 19, an der Stelle hört auch euer Penis auf zu wachsen. So, das ist das erste Wichtige. Das zweite Wichtige ist, dass wenn Penisse hängen, haben die andere Größen, als wenn die stehen. Und es gibt zum Beispiel Penisse, die sind ziemlich klein, wenn die hängen und werden richtig groß, wenn die stehen. Und es gibt Penisse, die sind relativ groß, wenn die hängen und werden aber nicht größer, wenn die stehen. Und diesen Unterschied nennt man Blut- und Fleischpenis. Und da habe ich ein Video zu gemacht, das könnt ihr euch anschauen, wenn ihr das genauer verstehen wollt. Generell ist es so, dass ein Penis im steifen Zustand, der hat dann sozusagen die größtmögliche Größe erreicht, die er erreichen kann, wenn er erwachsen ist schon. Ja? So. Also, deshalb wird, wenn man tatsächlich sich mit Penisgrößen beschäftigt, wird immer von einem erwachsenen, steifen Penis ausgegangen. Und da können wir dann uns Durchschnitte angucken. Und in Deutschland ist der Durchschnitt für einen erwachsenen, steifen Penis 15 bis 16 cm Länge. Ja? 15 bis 16 cm Länge sind so lang. So, das ist ein erwachsener, steifer Penis in Deutschland im Durchschnitt. So. Und Durchschnitt heißt wieder, ich kann einen 10 cm langen, steifen, erwachsenen Penis haben. Ich kann aber auch einen 20 cm langen, steifen, erwachsenen Penis haben. Ja? So. Und der Durchschnitt sind eben diese 15, 16 cm. Wichtig ist vielleicht noch zu wissen, ein anatomisch korrekter Penis bzw. ein medizinisch korrekter Penis wird erst ab 7 cm im steifen Zustand und im Erwachsenenalter so als solcher verstanden, also 7 cm. Alles darunter gilt medizinisch als Mikropenis. Ja? Alles darüber nicht. So. Und generell macht es tatsächlich Sinn, dass Penisse nicht irgendwie, also ganz viele Jungs und auch Männer, denen ich in meiner Arbeit begegne, die haben irgendwie so den Wunsch, ich brauche so einen Megapenis. Ja? Mega lange Penisse sind irgendwie gar nicht so cool, weil, jetzt stellt euch mal vor, ihr hättet so 25 cm langen Penis. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Vaginalsex, also ihr wollt mit einem Mädel Sex haben und ihr wollt auch einen Penis in die Scheide stecken, der passt da halt gar nicht richtig gut und entspannt und schön rein. Ja? Deshalb machen diese 15, 16 cm plus minus ein bisschen schon Sinn. Ja? So. Und dann gibt es ja noch so Mythen, dass bestimmte Kulturkreise irgendwie Riesenpenisse oder viel kleinere Penisse haben als andere Kulturkreise. Jein. So. Es ist generell so, dass Menschen, die eher kleiner sind, im Durchschnitt auch eher kleinere Penisse haben und Menschen, die eher größer sind, auch im Durchschnitt eher längere Penisse haben. Ja? So. Und das ist alles, was dahinter steckt. Und trotzdem kann es so sein, dass wir einen kleinen Menschen haben mit einem riesen Penis und einen riesen Menschen mit einem winzigen Penis. Ja? Und ehrlich gesagt relativ wurscht, wie lang der jetzt genau ist. Ja? Man sagt immer so schön, es kommt nicht auf die Größe an und in vielen Momenten kommt es tatsächlich nicht auf die Größe an.